Ja, moin. Jetzt wollte ich euch das mal tagsüber hier zeigen, wie es aussieht. Wo ich bin, Sunset Resort in, oh Gott, wie heißt das hier? Nakai, glaube ich. Ja, das ist das, was ich gemietet habe. Er wollte erst 500.000, ich habe ihn noch 400.000 runtergehandelt. 400.000 sind 15 Euro die Nacht. Aber es ist schon süß. Also ging alles. Bett auch bequem, funktionierender Kühlschrank. Kann man tatsächlich auch was am Laptop arbeiten. Und auch ein nettes Badezimmer. Geile, heiße Dusche, die die ganze Zeit auch heiß bleibt. Ja, so. Und jetzt gehen wir frühstücken. Ich glaube, ich muss heute 130 Kilometer fahren, wenn ich den Punkt erreichen möchte. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Hausnummer, aber wir werden sehen, wird schon. So, mal gucken, irgendwie alles so ruhig. Ah, da ist jemand, okay. So, und in der hübschen Atmosphäre hier jetzt genieße ich dieses tolle Frühstück. Schönes, großes Omelett. Das gönne ich mir jetzt und dann packe ich und dann geht's los, Leute. Leute, ich mache mir jetzt auf den Weg. Ich kann nur empfehlen, kommt, wenn ihr hier seid, Nakai. Yes, Sunset Resort Nakai. Yeah, this is Jim. Jim can talk very good English. And you saw already, ihr habt gesehen, die Hütten sind sehr, sehr gut. Also wenn ihr hier seid, kommt hierher. Kann ich nur empfehlen. Der macht auch Discount. Also, und ich fahre jetzt los, ne? Ja. Welcome to Sunset Resort. Ja, Sunset Resort. Also wir sehen uns später auf dem Weg. So, wie ihr seht, wir verlassen das Örtchen Nakai. Schönes Wetter am Start. So, der nächste Stopp ist dann der Sandbuddha. Also da ist so ein Buddha aus Stein gemeißelt. Die Jacke habe ich mir jetzt nur angezogen, weil es einfach kalt ist beim Fahren. Wenn man steht, nicht. Hier fahren wir nochmal über Reservoir. Kuh geht spazieren. Geht die erstmal über die Brücke oder wie? Schon eine faszinierende Landschaft, vor allem auch immer mit diesen ganzen Baumstümpfen da drin. Das ist ja echt abgefahren. Ja. Und die Kinder hier auf dem Moped. Ja Leute, ich muss mir jetzt tatsächlich lange Klamotten anziehen, weil es echt kühl ist. Wenn ihr das mal seht hier, das ist sehr bewölkt. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen, aber ich glaube nicht. Ja, und das ist dann arschkalt irgendwie. Deswegen. Oh, mal wieder menschliche Behausung. Lange nicht mehr gesehen. Hier mit so einer Schranke irgendwie. Have a safe trip. Ah, wir verlassen jetzt so ein Distrikt. Boah. Schon beeindruckend, Leute. Ups. Habe ich ja nun gar nicht mit gerechnet, dass das so kühl wird, wenn die Sonne weg ist. Aber ich habe mal zur Entspannung meinen Rucksack hingepackt zwischen die Beine. Das ist ganz, ganz angenehm. Mal nicht die ganze Zeit, dass der am Rücken zerrt, so ein bisschen. Voll die Steinschläge hier. Tja, und da sind wir. Ich muss ja auch total bescheuert mit diesem Helm aussehen, aber egal. Ja, wir sind bei den Steinbuddha angekommen. Hier, guckt euch das mal an. Crazy.
reingemeißelt in die Steine. Das ist schon cool, Leute. Ich hoffe, das kommt richtig rüber auf der Kamera. Ja. Und da drüben auch. So, und dann schauen wir mal, was mein nächstes Ziel ist. Darf ich da so nach dem Motto, darf ich da durch, ja? Weil die verlangen jetzt Kohle. Hello, somebody? Okay, Cocktail? Ah, interessant. Krass. Mitten im Nirgendwo, ey. Auf einmal so ein kleines Dorf, ey. Wie anders das ist. Wie sich das unterscheidet von der Gegend von gestern. Krass. Ist das so kalt, ey. Ja, eben hier einen Tankstopp eingelegt. Da fühlt man sich ja auch gleich wieder besser. Ja, aber dass das so eine Tour ist, das hätte ich ja auch nicht erwartet, ey. Boah, ein Riesentempel. Wow. Kann man da so einfach rein? Einfach mal, da wäre ich ja voll dran vorbeigefahren, ey. Boah. Wow. Ja, ich bin in der größeren Stadt jetzt. Ich hoffe, ich finde hier jetzt ein schönes Restaurant. Der nächste Etappenpunkt wäre die Drachenhöhle. Und dann kommen diese kalten Quellen oder halt einfach was zum Baden. Aber zum Baden ist ja das Wetter heute nicht. Da friere ich mir den Arsch ab. Aber da ist auch ein riesen... ihr seht da ein riesen Bergmassiv. Wow. Und hier eiern die Ziegen auf der Straße rum. Mit den Babys. Süß. So, jetzt sind wir hier angekommen an der Drachenhöhle. Ja, Welcome to the Dragon Cave. Kostet auch 50.000. Und da schon mal einen Blick erhaschen. Auf jeden Fall war also wirklich das heute anstrengend. Boah, eben, es war die letzten Stück, das war so anstrengend. Mir sind halt auch irgendwie die Hände eingeschlafen und die Finger. Aber das geht jetzt langsam wieder. Ja gut, dann lass mal in die Höhle gucken, wa? Ja, wie gesagt, also die Fahrt, ja, war das anstrengend, ey. Dann eben das letzte Stück mit den LKWs und so, boah. Aber hier, sieht krass aus, auf jeden Fall, überall hier im Dschungel, sehr dschungelig. Hä? Ah, okay, da geht's zum Tempel und hier geht's zur Höhle. Da geht's, ach so, Feed the Fish. Ah, jetzt weiß ich auch, was das da war. Da habe ich irgend sowas. Ich dachte, die verkaufen da irgendwelche Linsen oder, aber das war irgendwie Fischfutter. Wow. Wow, nice. Ich verstehe gerade nicht. Da ging es zur Drachenhöhle. Da steht aber auch Dragon Cave. Ah, hier kann man, okay.
Wow, Wahnsinn. Okay, dann lass uns mal in die Höhle. Do not pick flowers. Na, das macht Sinn. Keine Blumen zu pflücken. So, auch wieder schön die Buddhas reingemeißelt. Da bin ich jetzt mal auf die Beleuchtung gespannt. Und zur Not habe ich auch meine Stirnlampe. Oh Gott. Boah. Ehrlich? Jetzt habe ich mir mal die Stirnlampe auf den Kopf gepackt. Eieiei. Kein Schein hier. Hä, soll das die Höhle sein? Ja, tatsächlich. Gucken, sieht man das? Fische. Wow. Ja, oh, kann man nur geduckt laufen. Wäre blöd, wenn hier das Licht ausgeht. Wow. Seht ihr das Glitzern, ey? Oh. Oh Gott, der musste den ganzen Weg hier geduckt, mega geduckt laufen. Oh, das ist anstrengend. Weil ich auch den Rucksack auf dem Rücken habe. Alter, was geht ab, ey? Ganz allein hier drin. Ob hier früher Leute gelebt haben? Guckt euch das mal an, ey. Wahnsinn. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ah, hier, glaube ich. Die Stalagmiten. Alter, was eine Höhle. Und dann kann man da hoch und dann ist da, glaube ich, auf einmal so ein Aussichtspunkt. Und hier ist wahrscheinlich einfach nur, ja, Stalagmiten gucken. Okay, Leute. Jetzt geht's da hoch. Das erinnert mich gerade an was. Ich glaube mal wieder an ein Computerspiel. Ja. Könnte aber auch mal wieder Tomb Raider oder sowas. Okay, wir sehen uns oben. Jetzt geht das hier aber noch mal ordentlich weiter. Der Entdeckerdrang. Ja, muss ich ja jetzt.
Ach Leute, ich gebe auf. Das ist dann nochmal so ein krasses Gekraxel. Nee, das schaffe ich nicht. Ich habe eben meine Jacke, Pulli ausgezogen. Aber das ist zu krass. Er macht ja nichts. Ja, jetzt bin ich hier wieder an diesem Punkt. Die 160 Meter waren mir zu weit, das war so gekraxt, das geht nicht. Aber hier steht ja View 99. Wahrscheinlich soll das ein M sein und Exit. Also kommt man hier, glaube ich, raus. Da muss man nicht nochmal durch die Höhle. Habe ich jetzt auch nichts gegen, weil man sich da so ducken musste. Mit dem Rucksack auf dem Rücken ist das ein bisschen ungeil. Dann gehen wir doch hier mal schön durch die Natur. Alter, ey. Da muss man hier so weit hingreifen. Muss man echt aufpassen. Ich bin hier ganz alleine. Ich mich auf die Fresse pack, bis mir dann jemand findet. Wenn man von gestern die andere Höhle bedenkt, wie hieß die denn? Temna N oder wie sie auch immer hieß, die große. Da war ja die Hölle los, die so bunt beleuchtet war, aber hier ist kein Schwein. Also gut, als ich da eben angekommen bin, da waren Leute, die ich gestern auch getroffen habe. Und ja, ein paar halt, aber nicht viele. Obwohl ich das hier fast interessanter finde. Weil das halt, ja. Aber wenn das der Exit ist, dann muss ich voll weit zurücklatschen. Ach, das ist bestimmt da. Natürlich, eben wo ich bei den Fischen war. Da stand ja auch noch in die Richtung, da stand Dragon Cave. Das heißt, man kann halt auch hier hochgehen und dann rein. Ah, jetzt wird ein Schuh daraus. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Doch hier auch noch ein bisschen Kletterei. Also wehe, das ist jetzt kein Exit. Dann muss ich nämlich wieder zurück und durch die Höhle durch. Aber es tut mal gut, sich ein bisschen zu bewegen und so, als die ganze Zeit da auf dem Moped zu hocken. Wie gesagt, habe ich irgendwann die Arme eingeschlafen. Oh, Alter. Aber da vielleicht mal einen kleinen View, dann ist der andere Viewpoint auch nichts anderes, bloß halt wesentlich höher. Jawohl. Oh. Ah, da sind wir ja gleich unten bei irgendeinem so einem Haus. Ja, und dann ist der Viewpoint ist da hinten irgendwo da oben. Ja, kann man halt einfach so dahin gucken. Also das nehme ich mal an. Ja. Also gibt es zwei Exit. Einmal durch die Höhle zurück oder halt hier lang. Oh, jo, danke für die Höhle. Kann man jetzt da lang und da lang. Aber hier gibt es jetzt kein Schild. Ah ne, da geht es ja gar nicht lang. Da geht es nur an den... Doch. Ah, naja, da gehe ich natürlich nicht lang. Aber man kann ja mal gucken. Und da hinten sind die Fische. Ah, da sind auch mal wieder Leute. Die ganze Höhle alleine, ey. Frischweiche Schweine habe ich. Von dem Gekletter. Ja, mach's ja auch nicht. Sitzt den ganzen Tag da auf dem Moped und dann klettern, ne? Und doch die Kamera wieder anmachen. Weil wer weiß, wie geil so eine nächste Ecke aussieht. Na ja, gut. Oh, ich würde ja gerne in das Wasser. Gut, dann wird ein bisschen zu eklig. Oder nicht zu einladen, sag ich mal. Aber sonst fahre ich jetzt weiter. Und ich habe überhaupt noch nicht gegessen, ey. Ja, fahre ich weiter.
Da kommt ja der Coolpool, aber ich wird halt später, wenn ich da vielleicht ankomme. Guck mal, die denken, sie kriegen was. Kommen sie hier an, nur weil sie Geräusche hören. Ah, die füttern. Ah, kann man auch schön hier sitzen. Schade, dass das nicht so genutzt, ist ja hübsch, ey, so genutzt wird. Toilette. Ja, krass, ich lass mal lieber die LKWs an mir vorbei. Die waren die ganze Zeit hinter mir und machen da halt Druck, ne? Nee. Oh, 2 so eine großen Reisebusse, krass. Jetzt wissen wir auch, wofür diese Sperren sind für die LKWs. Weil die kommen da, die fahren garantiert alle nach Vietnam oder kommen aus Vietnam, macht ja Sinn. Die Richtung hinter mir ist ja Vietnam. Okay, noch 3 Kilometer. Noch 3 Kilometer zur kalten Quelle. Das muss ja irgendwo da sein. Ja, wie wir sehen, zu den kalten Quellen oder Coolpool geht es über eine Schotterpiste. Scheiße. Ansonsten, das nächste Ziel wäre diese Rock Lodge. Das sind noch 33 Kilometer. Ich muss ja jetzt langsam wieder auf die Zeit gucken. Oh, aber guckt euch das an, ey. Abgefahren. Ui. Noch 2 Kilometer. Ah, gespannt, ey. Ob sich das jetzt lohnt, da hinzufahren. Aber wenn das jetzt im Schatten liegt, ja, eigentlich nicht, sind Wolken gerade, sonst ist das Baden ungemütlich. Wart ihr da schwimmen? Nee, wir haben es nicht umentschieden jetzt, weil es kostet. Und, Es kostet, okay. Vielleicht entscheide ich mich nämlich auch um. ja, weil, also, wir fanden den Weg jetzt her auch schon sehenswert. Ja. Haben wir gedacht, allein das Ja. hat sich gelohnt. Und es kostet 50.000. Ah, okay. Und deshalb haben wir es umgekehrt, weil wir würden eh nicht baden gehen wahrscheinlich. Ich meine, es sieht ganz schön aus auf den Bildern, aber wir haben uns entschieden, weiterzufahren. Ja, ich überlege mir das wahrscheinlich dann nämlich auch. Wegen der Zeit und irgendwie so. Wo stehst du jetzt? Ich habe jetzt wieder nicht gebucht, aber ich glaube, ich fahre in diese Rock Lodge dann. Was ist das? Ja, so ein schönes Hotel. Achso, das ist, in welchem Ort ist das? Oder ist das? Nahin. Ah ja, genau, da wollen wir jetzt auch hin. Ja? Ja. Ja, angekommen. Nein, sind das die Franzosen? Das gibt's ja gar nicht. Naja, gut. Die kalten Quellen hier. Aber es wird zu spät. Kostet 50.000 Eintritt. Gut, wie alles, ne? Aber es wird zu spät. Ah, die sind bestimmt in diesem Guesthouse. Ich hatte mich mit so einem Franzosen unterhalten. Der ist da abgestiegen. Coolpool Guesthouse. Ja, es wird zu spät. Ich will schon dann in die Rock Lodge. Das machen wir jetzt. Ja, irgendwo hier im Dorf angehalten. Mir doch noch mal jetzt mal ein Sweatshirt angezogen, weil es wird zu kalt. Also so in der Sonne natürlich nicht, aber beim Fahren. Wenn der Schatten da ist. Aber voll hübsch hier, voll befruchtet. Nee, wie sagt man? Ja, urwaldmäßig halt. Und ja, hier, riesen Fluss jetzt. Krass. Boah, was?
Nein, das ist ein See. Oder? Ach, guck mal, da ist ein Riesen. Da haben sie da diese Kanus. Ach, das sind hier die Kanus aus alten Bomben. Boah, was ist das denn? Nicht schlecht. Ja, da ist ein riesen Resort. Das ist ja richtig groß. Wow. Oh ja, ja, hier auf einmal Schlaglöcher. Man muss so aufpassen, ey. Die Einheimischen kennen ihre Schlaglöcher. Und jetzt blendet die Sonne. Ziemlich krass. Kommt so eine Kurve, könnte da 9% Gefälle. Naja, gut. Ein kleines Stückchen. Alter, ist das krass hier, ey. Dschungel. Und mega Aussicht. Ja, da macht eine polarisierende Brille absolut Sinn. Das ist total geil. Die Sonne blendet nicht. Also sie blendet schon ein bisschen, aber es wird schon ziemlich gut geschluckt und es blendet nichts. Auf einmal voll die ausgebaute Straße hier, ey. Krass. Ja Leute, Endspurt, noch 2 Kilometer. Und dann kommen wir jetzt an diesem krassen Hotel raus. So Rock Lodge kostet 30 €, das ist natürlich sauteuer, aber muss man halt mal mitgenommen haben. So, wir sind angekommen. Alter, die letzten Kurven waren ja auch immer so krass. So, ich werde hier erstmal jetzt fragen, ey. Noch keiner hier an der Rezi. Ich muss nämlich dringend pinkeln, ey. I drove until here and it was way too much. I'm super shattered. It was unhealthy because yeah, my So Leute, Stress-Henning ist angekommen in dem Hotel. Ich habe alles leider, im Nachhinein ist man immer schlauer, das alles ein bisschen verplant. Ich bin nämlich heute 140 Kilometer gefahren und das war ein Fehler, denn ich fühle mich jetzt durch. Ich mache morgen nochmal eine Roomtour, dann beim Frühstück und dann halt dieser tolle Terrasse hier mit einer eigenen Toilette.